Ich bin der Meinung, jeder kann abnehmen, wenn er will. Du bist der Meinung, jeder kann abnehmen, wenn er will? Ja, der Meinung bin ich auch. Außer man hat eine Außer man hat eine Stoffwechselerkrankung. Ja, genau. Ja. Oder allgemein irgendeine schwerwiegende Krankheit, die das nicht ermöglicht. Ja, Ja, genau. genau. Wenn der Wille da ist, kann der gar nicht. Wenn der Wille nicht da ist, dann bringt das Ganze gar nichts. Ich habe mir vor ein paar Jahren gedacht, ich würde mal abnehmen, Du hast dir vor ein paar Jahren gedacht, du probierst mal abzunehmen. weil ich hatte einen kleinen Bauch. Weil du hattest einen kleinen Bauch. Okay, einen ganz kleinen, oder? So ein Wohlstandsbäuchlein. Ja. Aber eine Person war mir zu eng. Einige Hosen waren dir zu eng. Ich habe immer gehört, doch, Und dann hast du auch noch immer gehört, es wäre nicht einfach abzunehmen. Okay, das hat dir dann wahrscheinlich noch so den Ansporn gegeben, so, ja, euch zeige ich es jetzt mal. da habe ich so will eine Doku gesehen. Da hast du zufällig eine Doku gesehen. Ja, Übers Abnehmen dann. da habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus. Und da hast du dir gedacht, das probierst du mal aus. Okay, weil die Methode einfach angenehm war, oder wie? Mhm, okay. Ich habe gedacht, das glaube ich gut, Du hast dir gedacht, das geht, glaube ich, gut. Okay. weil das mit so auch man Jahre in der Woche was ist. Bei der Methode achtet man 5 Tage in der Woche, was man isst. Mhm. Und weil da ist egal. Ja, Okay, also 2 Tage sind dann auch komplett egal, was man isst. Also da kann man essen, was man will. Die Methode ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Ja. Mhm. Also das kann eigentlich jeder so machen, ja. Also es ist jetzt auch nicht, dass man dann in den 2 Tagen, wo man dann essen kann, was man wieder zunimmt. Es geht nicht so schnell. Okay. Also außer man isst jede Stunde ordentlich irgendwas. Also irgendwas. Ja, okay, das würde ja dann natürlich nichts bringen. Also man darf schon dann auch naschen oder mal irgendwie, genau, also nicht so strikt ein bisschen dran halten, sondern man, ja, einfach ein bisschen laufen lassen. Vorher mal geguckt, weil so esse an Kalorien Du hast vorher mal geguckt, was du so isst an Kalorien. Mhm. und ich muss auch mitnehmen. Und du hast es aufgeschrieben. Also jedes, was du zu dir genommen hast, die Kalorien hast du dir einfach aufgeschrieben. Okay. Und ja, bei 3 Wochen habe ich mir dann gedacht, okay, Und nach 2, 3 Wochen hast du dann gedacht, so, okay, jetzt. ich esse noch bei der Kalorien. Da So, da hast du dir gedacht, jetzt isst du nur noch 2000 Kalorien pro Tag. wo ja, habe ich mir
bei der und gegen Vorher hast du meistens mehr als 2500 Kilokalorien zu dir genommen. Okay. Und da hast du gedacht, gut, jetzt nur noch 2000 Kilokalorien. Okay, und das war für dich machbar? Ja. die Dagen war einfach. Die ersten paar Tage waren nicht einfach. Ja, kann ich mir vorstellen. Wegen dem Hungergefühl, oder? Ja, aber nein, ja, war das nicht kein Problem. Nachher war das dann kein Problem mehr. Also nach den paar Tagen. Ja, Ja. noch ein, zwei Wochen. Nach 1, 2 Wochen. Ja, genau. Ja, klar. Der Körper gewöhnt sich dran. Dein Kopf ist auch anders Ja, eingestellt. ja. Und, ja. Und der Hunger ist nur im Kopf, ja. Wenn man sich was antrainiert hat, so ich kann immer essen und dieses zwischendurch essen, ja, ja. Also das heißt, du hast dann so angefangen, ja gut, fast bis 300, 500 Kilokalorien pro Tag weniger zu dir zu nehmen. Ja, Ja. so. Ja. Und, weil ich will am Tag. Und ich bin Problem. 300 Kilokalorien am Tag weniger ist kein Problem, Mann, Ja. findest du. Ja, ja. Ja. Das ist zum Beispiel ein Bier. Okay, dann lass mal einmal ein Bier weg. Okay. Oder eine halbe Tafel Schokolade. Ja. Okay, zum Beispiel jetzt einfach. Oder ein Teller Pommes. Ah ja, okay. Bei dir war es so, dass du neue Lebensmittel Ja. gelernt hast? Ja. Einfach anders kochen auch. Da hast du echt einiges neu entdeckt. Ja. Okay. Also eher auch, weiß nicht, vielleicht einfach, ja, kontrolliert gegessen, feste Mahlzeiten. Ja. Mehr Gemüse. Okay. Das hast du vorher gar nicht angeguckt. Also du hast eigentlich warst gemüsefrei. Okay. Vorher hat es nicht geschmeckt. Okay, deine Geschmacksknospen waren vielleicht auch was anderes gewohnt, ne? Ja. Aber genau, vielleicht aber auch wichtig zu sagen, dass man auch trotz sich einen gesunden Ernähren oder auch mal abnehmen, dass man es halt einfach auch nicht übertreibt. Das ist Ja. ganz wichtig. Nicht, dass da jemand in den Wahn reinkommt und sagt, da muss man echt darauf achten. Ach so, Minimum 1800 Kilokalorien braucht der Körper am Tag. Am besten verbraucht man mehr Kalorien, als man zu sich nimmt. Zum Beispiel Sport machen. Es reicht ja auch, wenn man spazieren geht. Hauptsache man bewegt. Ja. Oder so wie du, dass man sich ständig bewegt. Ja schon. Ja, da hat man es halt einfach, ne? Also, ja, das hat halt nicht jeder, ne? Diesen Bewegungsluxus wie du. Also wenn man sich nicht bewegen kann und man aber trotzdem abnehmen will. Dann kann man das nur über das Essen machen und lässt halt einfach die Sportseite beiseite, ja.
ja, aber man sollte besprechen. Aber man sollte es mit dem Arzt besprechen, also zum Beispiel Hausarzt einfach hinzuziehen, weil der einfach nochmal dann die genauen Werte des Körpers kennt. Ist es ratsam oder nicht? Ja, und 1 Kilogramm Körperfett entspricht zwischen 7000 und 7500 Kilokalorien. Das heißt, wenn man zum Beispiel 1 Kilo abnehmen möchte, muss man ca. 7250 Kilokalorien weniger zu sich nehmen, als der Körper braucht. Oder ca. 7250 Kilokalorien mehr verbrauchen als sonst. Und das sollte man einfach über mehrere Wochen beziehungsweise Monate durchführen, weil, wie du gesagt hast, ne, man braucht Geduld. Ja, Ja, so, Geduld ist wichtig beim Ja. Abnehmen. Ja, ja. und morgen. Das geht nicht von heute auf morgen. Okay, also man darf auch ruhig einfach dann abwarten. Okay, ja. Gar nicht gut. Ist auch gar nicht gut, wenn Ja, ne. so schnell. Ja, genau, weil es ist ein Prozess. Das Körperfett muss auch erstmal verbrannt und was weiß ich werden. Ansonsten kommt der Jojo-Effekt ganz schnell. Und Oder der Körper baut Muskeln ab. Achso, wenn man sich halt nicht richtig ernährt und ja, passieren. gut. Das ist echt nicht gut. Und nicht aufgeben. Ja, genau. Ja, Immer dranbleiben. Okay. ja, Du hast auf deiner Homepage genau erklärt, wie du es gemacht hast. Okay, also kann man nochmal genau nachlesen. Und da stehen auch nochmal einzelne Informationen zu bestimmten Kilokalorien, glaube ich, auch da, ne? ja, Ja, genau. ja, bitte. Du hast auch eine Tabelle gemacht, also mit Kilokalorien dann zu verschiedenen Lebensmitteln. Okay.